Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für einen leckeren Nudeltopf mit Hackfleisch, Suppengemüse und Erbsen. Dafür zunächst eine große Zwiebel abziehen und fein hacken, außerdem 2 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und fein hacken. Und wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und für 2 bis 3 Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden glasig darin anschwitzen. Danach kommt das Hackfleisch dazu. Ich habe hier insgesamt 750 Gramm gemischtes Hack verwendet. Das Hackfleisch bei mittlerer bis hoher Hitze für 4 bis 5 Minuten krümelig anbraten, dabei mit einem Kochlöffel etwas auseinanderreißen und auch ruhig schon mal mit einer kräftigen Prise Salz und Pfeffer würzen. Nebenbei bereiten wir noch die restlichen Zutaten vor. Ein Bund Suppengemüse bestehend aus Möhren, Sellerie und Lauch zunächst schälen und dann in kleine Stücke bzw. den Lauch in dünne Ringe schneiden. Das Hackfleisch ab und zu durchrühren und wenn das erledigt ist, kommt das Gemüse mit in die Pfanne. Außerdem 250 Gramm Nudeln. Ich habe hier kleine Muschelnudeln verwendet. Dann noch einen gehäuften Teelöffel Bohnenkraut und anschließend alles einmal gut umrühren. Wenn das erledigt ist, gießen wir den Nudeltopf mit Gemüsefond bzw. Fleischbrühe auf. Ich habe hier ca. 1000 Milliliter Gemüsefond dazugegeben. Jetzt zum Kochen bringen und dann bei niedriger bis mittlerer Hitze und geschlossenem Deckel für 8 bis 10 Minuten köcheln lassen. Zwischendurch den Deckel immer mal wieder abnehmen, alles einmal gut umrühren und dann mit geschlossenem Deckel weiter köcheln lassen, so lange bis die Nudeln und das Gemüse gar sind. Zum Schluss kommen noch etwa 200 Gramm angetaute Erbsen dazu. Die Erbsen kurz unterrühren und in der heißen Suppe durchwärmen. Eventuell alles nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken und so können wir den Nudeltopf anschließend servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch schon mal einen guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal.